So, jetzt gucken wir noch zusammen, was so eine Überraschungsbotschaft sein soll, wenn wir die Karten nichts fragen. Also wenn wir denen kein Thema vorgeben, was kriegen wir dann gesagt? Ich nenne es ganz gerne Überraschungsneunerlegung. Und es ist immer sehr interessant. Okay. Es geht hier darum, dass es vielleicht Wege gibt, die manchmal umständlich sind, an denen man viel rumarbeiten muss, an denen man rumdoktert, welcher Weg ist denn jetzt der mir Genesung bringt, welcher Weg ist mir zu verstrickt. Die Schlange in der Mitte bringt immer auch ein Stückchen weit Genesung, denkt immer dran, die Dosis macht das Gift. Und ich glaube, dass die zentrale Botschaft einfach ist, in welchem Bereich fühlt sich das für dich nicht gut an, unstabil, verworren, wo hindert ein Umweg dich dran, an etwas Gutem anzukommen, an den Geschenken des Lebens, wo siehst du die Früchte deiner Arbeit. Hier haben wir auch so eine Tendenz, dass man vielleicht sowas im Umfeld braucht wie Loyalität, Treue, Unterstützung. Hier geht es darum, dass man getragen wird, mitgetragen wird, dass man vielleicht auch gemeinsam etwas umsetzt und gemeinsam aus einer kränkelnden Situation heraus, in der man so ein Fundament hat, das wackelt, etwas Festes kreieren kann, das dann auch noch einen zum Aufblühen bringt oder ja, wo das Herz sich eben freut. Für einige ist es hier ganz wichtig, sich bewusst zu werden, wo die Verstrickung ist oder was einen hindert oder wo etwas überhaupt fehlt, um sich aufgeblüht oder beschenkt zu fühlen. Ich habe hier, dass man vielleicht näher hingucken soll in dem Bereich, wo du Leute hast, die heißen Freunde. Ne? Ich weiß, jetzt kommen gleich wieder die nächsten Kommentare. Ich habe keine Freunde, ich bin allein. Aber auch dann ist es ein Hinweis für dich, zu gucken, wo finde ich Gleichgesinnte, wo habe ich Menschen, die mir so einen Grundstock mitgeben. Das muss ja nicht das Große sein, ne? Sondern manchmal liegt es auch im Kleinen, eine gute Nachricht, ein Hör mal, wie geht's dir, ein kleiner Austausch, ein kleines Geschenk, das du weitergibst oder das man dir gibt. Die ein oder anderen können sich hier auch im beruflichen Bereich weiterentwickeln, manche auch in Zusammenarbeit mit anderen. Für viele von uns ist es möglich, dass die Kinder beruflich ihren Weg finden. Das kann für viele auch mit einem hohen Lernfaktor verbunden sein. Trotz allem habe ich hier auch noch die Überraschungen, die positiven Überraschungen und das Glück an allem, was du dir erarbeitet hast, auch an Menschen, die für dich immer wieder Überraschungen mitbringen, die dich klären, die mit dir ein bisschen Glücksmoment haben. Und es geht hier vielleicht auch speziell um eine gewisse Berufung, ja? Dass ihr euch selber treu seid, dass ihr loyal guckt, wo bewege ich mich in Situationen, die mir mehr Verstrickung bringen als geraden Weg. Hier gilt es auch, hinter die Fassade zu gucken von den Dingen, ne? Den Blickwinkel zu wechseln, sein Wissen zu nutzen. Hier unten haben wir jetzt die Veränderung. Wir haben uns selbst. Zack. Und wir haben den Brief. Also hier kannst du durchaus mit guten Nachrichten rechnen. Die Kommunikation wird hier angezeigt, ne? Sprich aus, wo es dich drückt.
teile etwas mit anderen, gebe ein Talent von dir irgendwo rein, sodass es für dich zurückkommt. Hier unten hast du noch eine Nachricht oder haben wir eine Nachricht, die steht hier unter einem guten Stern, die bringt dir ein bisschen Glück, die ermöglicht dir ein neues Kapitel für dich zu eröffnen, die ermöglicht dir eine verfahrene, ausgetretene Situation auch zu verlassen. Schön ist, dass wir selber dabei liegen, denn das ist ja nichts, was dir ein anderer abnimmt. Also entscheide du dich, guck du, wo du Veränderung brauchst, guck du, wo du kommunizierst oder wo du eben sagst, hier möchte ich mal mit jemand sprechen. Hier zeigt sich auch zum Beispiel eine Situation, wo ich sagen würde, ihr macht euch vielleicht sehr viele Gedanken um ein Kind, das beruflich seinen Weg sucht. Da habt ihr hier die schöne, überraschende Möglichkeit, die gute Nachricht. Das andere ist, so ein Fundament an Freunden zu haben, an Menschen, die einen ein bisschen Glücksmomente bringen, die einen bereichern, die gute Impulse, die sich als Geschenk erweisen sozusagen. Es liegt an uns, ne? Du kannst natürlich auch jederzeit sagen, ich lasse alles so, wie es ist, aber dann darf man halt nicht jammern, würde ich mal sagen, ne? Und sich über die Umstände beklagen. Wir haben hier unten noch den Schlüssel und die Sonne. Also das sind Energien, die bringen dir Erfolg, Sicherheit, ein gutes Gefühl, die Lebensenergie wird aufgetankt, ne? Man fühlt sich einfach gut, man kann sich vom Leben mal wieder überraschen lassen. Hier ist auch das Kennenlernen von verschiedenen neuen Personen mit drin, die sehr gewinnbringend für einen sind, die bereichern auf irgendeine Art und Weise. Und das ist das, was die Legung hier aussagt. Es geht darum, ein Gefühl des Erfolges, der Sicherheit zu haben. Und mit der Sonne haben wir hier auch das klassische Ja, die Go-Karte für uns. Wir gucken mal, was das Kraft hier uns hier noch mitgibt. Das muss ich leider ziehen, die Karten, die springen schlecht. Und da haben wir hier den Salamander und es geht um das Thema Feuerkraft. Hier habt ihr die Sonne, die gute Energie. Das heißt hier auch so viel wie, das Alte kann weg, lasst das Neue rein. Ja? Schafft ihr Platz zum Atmen. Es gibt hier so eine Inspiration, dein Licht auch in die Welt zu bringen, dass du selber strahlst und leuchtest und dass du auch andere inspirierst zu leuchten. Es geht hier sehr viel um die Feuerkraft und mit diesem Element darfst du dich hier auch beschäftigen. Wofür brennt dein Herz? Praktisch ist es aber auch so, dass du gucken darfst, wo verbrennst du dich dran, wenn du zu viel reingibst. Also wenn du deine Energie so lenkst, dass sie dich ausbrennt, anstatt dass sie dich bereichert. Es geht darum, ganz viele Erfahrungen und Ansammlungen gehen zu lassen, die jetzt nicht mehr nötig sind. Es geht um Vergeben, Verzeihen. Es geht darum, dass auch irgendwo ein Leid beendet wird und du abgibst und Platz für Neues schaffst. Also es ist ja immer wieder so, ne? Die Sachen häufen sich auf, dann muss man wieder abgeben, dann kommt wieder was Neues und das Ganze macht auch ganz schön müde. Aber da wir hier selber liegen, haben wir es auch in der Hand. Wir bestimmen den Zeitpunkt, wir bestimmen das dann, wann wir bereit sind, unbeschwert weiterzugehen. Hier geht es auch nochmal ums Loslassen. Vielleicht schreibst du dir mal auf, welche Dinge du loslassen willst. Und es geht darum, eine disharmonische Schwingung so zu verändern, dass sie dem Plan entspricht, dass es für dich gut lebbar ist. Und gucken wir noch, was die Vögel dazu sagen. Wir haben hier die Elster. Ich bringe dir Gelassenheit, Liebe und Selbstvertrauen. Alles fügt sich. Mach das jetzt, was dran ist. Also es geht nicht darum,
immer so viel und nach vorne zu machen, sondern es geht darum, dass man das tut, was jetzt nötig ist. Dann wird es auch leichter vom Kopf her. Ne? Spüre die Magie und Zauberkraft. Halte dich für große Überraschungen bereit. So, und die Legung heißt, welche Überraschung bietet uns die Karten? Und hier kommt, halte dich für große Überraschungen bereit. Die Kombination für Überraschungen liegt hier auch tatsächlich im Kartenblatt drin. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Ich drücke euch bis bald.